Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Warum fallen die Blüten bei der Phalaenopsis ab? Oder bei der Orchidee generell? Naja, der erste Grund könnte sein, dass eben so eine Blüte verblüht ist. Das ist so der einfachste Grund. Irgendwann ist einfach auch die schönste Blüte leider vorbei. Egal wie schön sie ist, irgendwann seid ihr auch mal fällig. Dann gibt es natürlich noch andere Gründe. Ein weiterer Grund könnte natürlich sein, dass es der Pflanze nicht gut geht oder dass hier etwas nicht passt. Ein Grund kann zum Beispiel sein, wenn ihr die Pflanze gerade frisch gekauft habt oder auch im Internet gekauft habt, dann hat sie ja das Klima von dem Verkaufsraum oder von dem Gewächshaus einfach in sich aufgenommen. Daran hat sie sich angepasst und plötzlich gibt es eine rapide Änderung. Und diese radikale Änderung sorgt dafür, dass die Pflanze eben die Blüten abwirft. Das ist vor allem auch im Winter der Fall, wenn die Pflanze kurz Kälte abbekommt. Es ist aber auch der Fall, wenn die Pflanze aus einer hohen Luftfeuchtigkeit in eine sehr trockene Umgebung kommt, so wie das eben bei uns in den Wohnungen der Fall ist. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Blüte sich eventuell sogar selbst bestäubt hat, diese Bestäubung aber nicht funktioniert hat und die Blüte abgeworfen wird. Denn wäre es so, dass die Bestäubung korrekt abgelaufen wäre, sodass die Blüte auch wirklich bestäubt ist, dann würde sich eine Samenkapsel bilden. Ein weiterer Grund kann sein, ist aber bei dieser Pflanze nicht der Fall, dass eben die Wurzeln kaputt sind. Bei so durchsichtigen Töpfen habt ihr den Vorteil, ihr könnt sehen, ob die Wurzeln in Ordnung sind oder nicht. Man sieht, hier sind frische Wurzelaustriebe. Die Wurzeln schauen gesund aus. Und bei einer Orchidee mit kaputten Wurzeln kommt eben auch nicht genug Energie im Blütentrieb an, sodass eben auch die Blüten leiden und die Blüten abgeworfen werden. Denn die Blüte ist für die Pflanze selbst zum Überleben das Unwichtigste. Damit sie sich selbst rettet, schmeißt sie einfach die Blüten ab. Das nächste kann natürlich sein, sie steht zu sonnig. In der vollen Sonne funktioniert das nicht. Und vor allem auch, wenn es auch zu windig ist, wenn da irgendwas dran rumreißt, wenn irgendwelche Tiere an den Blüten etwas gemacht haben. Insgesamt möchte es so eine Orchidee eigentlich relativ ruhig haben. Sie will auch keinen Stress haben. Also wenn Pflanzen richtig gestresst werden, das heißt, die Pflanze ist einmal runtergefallen, dann kann sie alleine schon durch diesen Schock so perplex sein, dass sie eben auch mit so etwas wie Blütenwurf reagiert. Wenn es eurer Orchidee aber sonst grundsätzlich gut geht, der Spross gesund ausschaut, ihr genau wisst, sie war im Winter geschützt, als ihr sie transportiert habt, im Sommer, wenn das Auto knallheiß war und ihr schnell noch in den Bäcker rein seid oder sonst wohin oder eure Freundin besucht habt und die Orchidee im Auto gelassen habt, dann braucht ihr euch auch nicht wundern, wenn sie einfach verkocht ist. Kann natürlich auch passiert sein während dem Transport, wenn sie im Paket war, dass sie da einfach zu viel Hitze abbekommen hat. Aber dann würde man es früher oder später auch am Spross sehen. Also wenn eure Pflanze, wenn der Spross völlig intakt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr groß, dass die nächste Blüte so in 6 bis 12 Monaten auch wieder tipptopp ausschaut. Und ja, so schade es auch ist, wenn die Blüte mal vorbei ist, es ist einfach mal so. Und wenn es dann so ist, freut man sich umso mehr, wenn sie mal wieder am Blühen ist. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Fragt auch gern das Erdmännchen, das hilft euch bei weiteren Fragen. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video und tschüss.